Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Berseria. Bevor es weitergeht, will ich mal kurz diese eine Side-Talk mal durchspielen lassen. Es geht darum, ich habe jetzt Crows Quiche jetzt hier zubereitet, den gegeben, und ich will jetzt einfach wissen, was die da zu sagen haben. Eleanor, are you feeling okay? Why do you ask? You always seem to enjoy eating, but today you look like you were struggling a little bit. Really? Well, I'm not sick or anything. I actually feel even better than normal. If you say so. Wait, do you just not like quiches? No, I like them just fine. Velvet makes some great ones, doesn't she? It's amazing when you consider she can't taste them. I've got it. You hate spinach, don't you? I suppose there's no point in denying it. And here I thought you people would eat anything. I know a lot of people don't like carrots or bell peppers, but spinach? That's a new one to me. You think so? It's quite bitter and it's got that smell. Kind of grassy or something medicinal, or... I didn't know you were so picky. Actually, now that I think about it, you had some trouble with the solitoma, too. It's actually because of the solitoma. I used to love spinach when I was little, but now it just reminds me of... solitoma. I've had to take solitoma before too, but it had the opposite effect on me. Now spinach tastes sweet by comparison. So much for the serious, mature woman. Looks like even you have some child left in you. But don't let it get to you. Being a fussy eater is just another way of life. You're in charge of your own plate. I just don't like spinach. What's the big deal? Besides, I know you all hate it too. I'm talking about the spinach method. Supporting peers in achieving cohesive harmony. It's the foundation of any successful team, and you all completely fail at it. Okay, so first, what the hell are you dribbling about? And second, I'm not going to be lectured by some wee baby who won't eat her spinach. And you know what? I do what I want. I'm a free woman, and I don't need to live by your rules. Some of us just aren't cut out for team leadership. We'll leave that to you. You just let us each do our own thing. Am I right, Eisen? Don't be ridiculous. The spinach method is the first thing every pirate learns if they want to join Ifried's crew. Sometimes the younger sailors forget all the steps. I was just running a refresher lecture on it last night. Eleanor's on the money here. By the way, Eisen, I'm still waiting on your latest report. I haven't heard anything from you in a while now. Oh, I was gonna get to that, tomorrow. I've had it up to here! All right, you three. Sit down and listen. Did you not hear me? Sit down and listen! I don't need to live by your rules. Some of us just aren't cut out for it. I'll do it tomorrow. You might as well be toddlers. Our enemy is formidable and well organized. Some might even say we'd be crazy to take them on. Surely even you three can recognize that any small lapses in cohesion could bring total disaster upon us. How did we get from spinach to a lecture on team building? Mal ganz ehrlich, Velvet, warum machst du nix? Mann, Velvet, du enttäuschst mich. Ich meine, Velvet könnte einfach mal sagen, hey, jetzt ist hier Schluss, aber nee, muss sie nicht. Ich will jetzt die Weltkarte öffnen. Weltkarte. Was ist denn hier? Wie ist los? In die Helavis-Taverne. Eigentlich wollte ich wohl ganz anders hin. Ich wollte nach Üsol zurückkehren, aber wenn es sowas in der Taverne gibt, dann soll ich die mal besuchen. Wo ist die Taverne? Hier. Was ist denn los? I heard that the Lord of Calamity appeared in Mercio. Now the whole town's been captured by demons. What is the Abbey doing? Why don't exorcists come around here anymore? The Abbey has abandoned us. If the Calamity shows up here, we're doomed. We either run or give up and drown ourselves in drink. If only Lady Teresa were still here. Why has it come to this? Curse you, Lord of Calamity, for everything you've done! You're quite the popular girl. Why not wave to your fans? Yeah, that's a good idea. Auf jeden Fall. Reden wir mit dir.
Okay. Sag mal ja, was gibt's denn eigentlich offen? Singender Schatten. Den werden wir uns holen. Sobald wir auf der Hexeninsel sind. Ich glaube, ich weiß auch, wo der Zugang ist. So, ich will erstmal nach... Hier wäre schön. Ich versuche jetzt mal zu gucken. Wo ist der Schatz, den wir suchen? Da ist er. Na gut, da wissen wir nichts, wo wir suchen müssen. Das macht die Sache deutlich einfacher. Ich will gerne den Geobaum hier haben. Wenn ich doch nur wüsste, wo er ist. Der ist hier irgendwo, aber ich sehe ihn nicht. Seht ihr ihn? Der ist hier irgendwo. Ich sehe es, auf der Anzeige ist er doch da. Ist. Wo ist der überhaupt? Da ist er. Drecksgeobaum. Und jetzt gehen wir da raus auf die rote. Wir kommen auch nochmal hierher. Sag ich euch mal so, wie es ist. Wir sind da lang. Vielleicht lassen wir es trifft auch nochmal wiedersehen. Aber wir werden nicht lang hier sein. Wir werden ja eh nur kurz dort sein, um den Schatz uns anzuschauen. Und ich weiß auch, wo wir hin müssen. Wir müssen einfach kurz in diese eine Ecke, dann nehmen wir den Teleport und sind wir schon so gut es geht da. Keine große Sache. Da ist er ja. Ist halt cool, wenn man abkürzen kann. Und die Truhe ist auch wieder zu, also können wir mal reinschauen, was drin ist wieder. Ambifol. Brauchen wir das zufällig? Ich weiß nicht, wer jetzt Ambifol-Fragmente braucht zwingend, aber... Na gut. Kann ich ja nochmal nachschauen. Zentrales Rift, genau. Und jetzt da lang. Geh mir weg. Du hast eh keine Chance gegen mich, also... Ihr habt eh keine Chance, also lasst mich in Ruhe. Mann. Checken eh nix. Die haben keine Chance gegen mich und wollen es trotzdem drauf anlegen. Die sind noch alle lebensmüde. Mich interessiert nur der Schatz dort. Mehr nicht. Hier ist irgendwo eine Truhe. Da ist sie ja. Die will ich einfach nochmal öffnen. Fluorid. Wozu brauche ich diesen Müll? Ich brauch kein Fluorid, ich brauche was ganz anderes. Topaz, Myrte, das ist was ich brauche. Ein Quarz, aber der Rest, nö. Das ist was ich suche. Lass mich vorbei. Ja. Is that the treasure chest from the far continent? Right then. Eisen, how do we go about opening it? I'd still be happy to cut it open, you know. Don't. You'll probably end up cutting what's inside. There's a password. It means wealth in the language of the far continent. Von Eltia. It opened! What? That's all it took? Talk about anticlimactic. I didn't know the ship's name came from the far continent. Yeah. An engineer who helped design the ship was familiar with technology from there. He probably supplied the name. And by that bizarre twist of fate, Siegfried came into Eifried's hands. So what's inside? Anything interesting? It's a book. Ugh, that's so lame. You're killing me here. It's really old, but it's written in a language I can read.
It's titled Research Notes on Siegfried and Its Special Abilities. Wait, so it's like a manual for using Siegfried? Yeah. Some of it's missing, but I'm pretty sure. Another twist of fate! Fee, keep going. Let's hear more. Believed to be a relic from the Avarost period, Siegfried utilizes an embedded formula to enable its wielder to manipulate mana. The commonly held belief is that Siegfried can alter, and thereby amplify, the mana of its host. But this is only its most basic capability, which is utilized to initiate and control its true functions. Its true functions? Does that mean it can do more? It looks that way. Our analysis suggests that Siegfried was originally created as a specialized anti-dragon weapon. Oh my, the plot thickens. To that end, Siegfried can fire volitional bullets that bestow certain special effects upon its targets. These bullets, made from crystallized mana, can cause disabilities depending on the intent with which they have been imbued. Known bullet varieties include one that can sever power links, and one capable of temporarily blocking out the influence of malevolence. Bullets that block malevolence, huh? Does it say where these bullets are? No. Sorry, the rest is too worn to read. That's all right. We can't be sure if it's true or not, but it sounds plausible at least. Eisen, how about we go looking for those bullets? No, I have no need for them. But if you had them, you could... I have other things I need to worry about. And anyway, Siegfried belongs to Zavid now. Laphicet, next time you see him, I want you to tell him what you read. Are you sure? Please. I have a feeling he'll track those bullets down, even if he has to cross the whole world looking for them. All right, I'll tell him. I promise. Lo, is this another twist of fate in the making? But how, oh how will it turn out? Can't you be serious just once in your life? I think she's just saying Eisen's doing the right thing, in her own weird way. And it's true that nobody knows what the future holds. That's for sure. And I like it that way. Do you really mean that? I do. It would be pretty boring to know everything that's coming, don't you think? That's fair. Na, schade, dass die, ja, das wir auch noch machen, das auch. Aber wir wollen woanders hin, und zwar möchte ich nach Lothringen. Das mit den Kugeln, natürlich sind die natürlich nicht unendlich, also es gibt nicht unendlich viele Kugeln für Siegfried. Denn wir wissen ja, in Cesteria hat ja Zavid ja die letzten 2 Schüsse ja noch gehabt. Beispielsweise dann, als wir bei Pentrago waren. Der letzte Schuss, der wurde ja dafür eingesetzt, dass... Moment, kurz mal zu überlegen. Aber mir ist der Name entfallen. Aber ich glaube, da fällt mir dann wieder ein. Ja, da wurde jetzt benutzt, um Rose zu retten. Aus dem Fängen des Dämons. Ihr wisst ja, was da war. Damals. Wir wollen natürlich jetzt zielen. Das sind 4 Malaks. Aber hier müsste eigentlich das mit... Die eine Sidequest jetzt aktiviert werden. Komisch, dass ich die nicht jetzt schon durchmachen kann. Ist das eine Bindung an eine andere Sidequest, von der ich nichts weiß? Und dann muss ich zuerst die davor machen, die ich jetzt auch notiert habe. Ich weiß nicht. Ich würde es doch mal drauf anlegen. Und zwar habe ich ja erzählt, dass ich ja ein paar schon angefangen habe. Eine war ja in Thalesien. Und zwar ging es darum, um einen Arzt, der eine Frau besucht hat. Und da wurde auch über Nico gequasselt. Und ich habe das Gefühl, dass das was damit zu tun hat. Und dafür will ich mal nach Rabal nochmal zurück. Da ich das Gespräch ja schon gesucht habe. Ich würde jetzt zum Grab zurückkehren und das ist mal das nacheinander durchackern.
Selbst wenn es die ist, dann muss ich nur noch den restlichen Teil lösen. Ja. Die Aufgabe wurde schon erledigt. Hier. Und am Cup. Also fehlt davon noch der 4. Teil. Und zwar an irgendeiner Kathedrale müssen wir jetzt hin. Und dort müssen wir bis zur hintersten Ecke. Jetzt weiß ich nicht, welche Kathedrale. Da habe ich absolut keinen blassen Schimmer. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen Rätsel raten. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht lange brauchen, das zu lösen. Ich wollte eigentlich die Sidequest für der Exorzist jetzt machen. Aber ja, wenn da nicht die Möglichkeit kommt, dann geht's ja nicht. Normalerweise müsste jetzt in Notring die Möglichkeit bestehen. Nee, ist auch nicht. Das ist jetzt die Frage. Welcher Ort ist es? Welcher Ort hat genau die Kathedrale, die ich suche? Ich weiß nicht, wie die nochmal aussah, aber ich weiß, dass es die Kathedrale irgendwo gibt und die müssen wir jetzt einfach finden. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen suchen müssen. Aber wir werden schon finden. Da ist eine Kathedrale. Gehen wir mal da rein. Ist es nicht? Was reden die hier? Haria Village getting wiped out by demon blight. Really makes you think, doesn't it? Like, if they had abandoned their faith in Aminoch and moved to assault, they might have been saved. I'm glad they didn't come here. They deserved it. It's their punishment for heresy. How could you? No one deserves that fate. But didn't that priestess and her daughter turn first? That's what caused it to spread. But look at us here in Isolt. Not a single case of demon blight. That's the only possible explanation. They were crazy to resist the Abbey. Shame on you. Don't speak ill of the dead. No one wants to become a demon. I had a friend in Haria. She was a good person. Whether she believed in Aminoch or Innominat, she was a person just like us. Our islands were her home. Perhaps I have no right to say anything here, but please, don't ever lose that kind heart of yours. That's the best way you can honor the memory of Haria's people. I won't. I'll go there soon with an offering of flowers. Es ist echt seltsam, welche Kathedrale es ist. Wir können ja nicht rumrätseln und suchen. Na, ich werde mal gucken, welche es noch sein kann. Nee. Jetzt, er hat keine. Locust ist es nicht. Katnix hat keine. Brunette hat keine. Nordring hat keine. Resort sind wir gerade. Aber jetzt hat es nicht. Titania, Steinbergen hat keine. Da ist ja waren wir schon. Aber. Es ist seltsam, welche Kathedrale ist es, die besuchen? Ich kann nur mal hier reingehen. Nee, ich finde es nicht. Seltsam, ich finde nicht das, was ich suche. Zum Teufel damit. Wo sollen wir eigentlich hin? Das ist seltsam. Da bringt es mir eigentlich gar nichts weiter da zu machen. Wo wollen wir da hin? Da will ich jetzt doch mal vorhin versuchen. Ich gehe zum Osteingang von Zexen. Ich will eine Sache jetzt wirklich mal sehen. Und ich hoffe, dass ich mit meiner Theorie richtig liege. Meine Theorie zur Hexeninsel lautet immer noch, dass die vom Matthäus Drohnen ausgeht. Dass wir von dort aus hinkommen. Vielleicht
ist auch unser Eingang genau dort, den wir suchen. Denn wenn wir wenigstens den Ort schon geöffnet haben, kommen wir wenigstens schon mal rein. Raus komme ich jederzeit. Ich meine, ist es so, dass wir eine Flasche haben, die uns einfach mal den Weg öffnet. Nein, ihr seid zu stark. Ich glaube, wir würden wieder in den Kampf geraten. Naja, ich bin immer noch gespannt auf das zu kriegen, warum, wie dieser Berg da eigentlich kaputt gegangen ist und dieses Ursprungsdorf gebaut wurde. Wie haben die das geschafft? Eine Frage, die ich mir bis heute immer noch stelle. Das sind 2 Ausrufezeichen. Das scheint kein Zufall zu sein. Schnell, wir schauen uns das klar mal an. Das sind Rocco und Eisen. At long last, we're ready to take on the Shepherd's Armadas. I can't wait. Are you ever afraid of anything? Of course. I used to be scared of losing a fight. I think that's why I could never win against Shigure. Does anything scare you now? Now all I fear is running away from a fight I might not win. And I was able to make that change traveling with you. Really? I don't remember doing anything special. It's something I came to realize over time. But still, thanks, Velvet. I don't really know what you're talking about. And I don't need your thanks. If anything, you should be cursing me. If we lose this final battle and we all die, you'll get no apology from me. I need an apology as much as you need my thanks. Death comes for everyone. What's important is that I choose how I live in the meantime. That's how I am. Yeah, that's how you've always been. Damn right. And that's how I'll always be. Wisst ihr noch, auch diesen Ort? Ich frage mich ernsthaft, was aus dem Ding da oben geworden ist. Weil in CT gab es das ja auch nicht mehr. Eisen, how are you holding up? I'm fine. Why the sudden interest? Aren't you feeling any effects from all the malevolence? What? Is that what has you worried? It's a valid concern. I can't let it bother me. I've got more important reasons to stick around. You've resigned yourself to becoming a dragon one day, haven't you? Yeah. I've long since come to terms with my fate. Whether it comes 100 years from now, or mere moments. You might even turn during our fight with the Shepherd. I might. And if that happens? You do what you have to, Velvet. I know there's nothing you guys can't handle. Right. And we will get it done. I promise you. Then you have nothing to worry about. Go in swinging, and the rest will sort itself out. I'm glad we were able to join forces with you and Ifrid's pirates. You and I are just 2 ships who happen to share the same course. Then I'll thank the seas and the wind for carrying the Reaper into our path. Das heißt wahrscheinlich, dass wir uns noch mal dem feinen Boss nochmal stellen werden. Einfach so im letzten Part aus Just for Fun. Und wir werden da schauen, ob da irgendwas anderes passiert in der Story. Das kann ja alles passieren. Es ist keiner da. Alle sind weg. Aber hey, schön mal wieder hier zu sein. Ich will mal gucken, ob wir schon wirklich zur Fernstraße können. Nee, Fernstraße, ob wir schon dahin kommen, zur Hexeninsel. Da ist ein Pirat. Worum es wohl geht. Everyone knows that the scariest demons are found on Class 4 islands. Yes. The Abbeys made sure to spread the word so that people don't put themselves in danger. Yeah, and from what I know, the worst of the lot is a place called Boss Island. Boss Island? I don't think I've ever heard of it. I'd be surprised if you had. It's just a name we pirates gave it. All the biggest and baddest of demons come to that island to fight and kill each other. So that's why you call it Boss Island. I'm just glad they're killing each other off and leaving us alone. I bet it makes for quite the show, too. Maybe give it a name, like Ultimate Demon Fighting Championship or something. Oh, that's a great idea. It sounds so festive. Bet it'd be fun. Oh yes, you could even be the star of the whole show.
There you'd be, standing alone against the nastiest critters around. I guarantee you'll have all of Midgand moved to tears. Eek! Forget about them. I'll be the one crying if I tried that. Poor Bienfu. Every time Mogulu teases him, I feel like I could cry too. Okay, die Insel werden wir uns anschauen. Wenigstens auch wenigstens erstmal dahin fahren. Dass wir wenigstens dort schon mal sind. Machen wir im nächsten Part natürlich dann. Ja. Gucken wir nach. Da, die Hexeninsel. Da will ich einmal hinfahren. Da ist ein Code Rot-Dämon. Ein Ausrufezeichen. Und der Drache. Ich würde aber davon weggehen. Ich will nach... Wo wollte ich eigentlich hin? Shit, ich habe vergessen, wo ich hin wollte. Wir wollten weiterfahren. So, bringen wir uns mal woanders hin. Wir wollen dahin, Eliteviertel. Hier werden wir jetzt gleich kämpfen. Doch erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid bereit auf das, was uns hier erwartet. Also bis zum nächsten Part. Bis dahin. Und Emerald Control.